begrüße euch hier im wunderschönen Engadin, um genau zu sein, in Zernetz. Wir haben super Bedingungen, wir haben schönes Wetter. Das Einzige ist, es ist wirklich kalt, wir haben -10 Grad, aber perfekte Bedingungen für unser erstes Winterspecial in diesem Jahr. Wo wir halt auch mal so ein bisschen den Grenzbereich und über dem Grenzbereich unsere Autos kennenlernen können. Eines von vielen Events, die wir in diesem Jahr machen, unter anderem auch für den Sommer. Aber das ist so geil. Wirklich. Du kannst nachher allen immer ins Auto hineinschauen. Und wenn du reinschaust, siehst du jedem so lächeln. Und das wird jede erwachsene Person so finden. Das ist einfach durch und durch so. Das finde ich so genial. Was machen wir hier im Winter? Ja, ganz klar. Es geht ums Driften. Spass haben, aber auch um das Auto mal kennenzulernen. Was bedeutet, im Schnee oder auf Eis wirklich ans Limit zu gehen. Mal schauen, was heisst, voll auf die Bremse steigen und sehen, dass der Bremsweg um einiges länger wird. Oder was bedeutet, einzulenken, mal Gas geben und schauen, wo das Auto hingeht. Mit dem Viertel hauptsächlich oder andernfalls sogar geradeaus. Wichtig dabei, es muss alles in einem gewissen Sicherheitsrahmen stattfinden. Natürlich, dass man auch etwas lernt, aber primär zum Spass haben. Sportec Track Day Academy. Was beinhaltet die Academy und was ist der Zweck der Sportec Track Day Academy? Ist eine Zweigstelle von Sportec Racing. Und wenn die Kunden alle unsere Stages absolviert haben, haben sie am Schluss die Möglichkeit, einmal in einem richtigen Rennauto zu sitzen von der Sportec Racing. Und die Erfahrungen, das Erlernte, mal auf einer richtigen Rennstrecke umsetzen und einmal fühlen, wie es ist, in einem Rennauto zu sitzen. Wir wollen heute verschiedene Elemente mit ins Spiel bringen. Wir fangen ein bisschen an, um das Fahrzeug zu spüren. Mit so ein bisschen Bremsübungen, Bremsen ausweichen, gehen in den Spurwechsel rein. Da wollen wir das Auto ein bisschen sensibilisieren. Lenkmenge, Sicherheitsgedanken, Bremsen und natürlich Fun. Zusätzlich bauen wir auf Slalomfahren. Beim Slalomfahren wollen wir natürlich ein bisschen Lastwechsel üben. Wir wollen ein bisschen sehen, wie das Auto reagiert. Die Elektronik, mit, ohne Elektronik. Einfach den Teilnehmern zu zeigen, hey, was kann das oder was kann es nicht. Aufbauend darauf ab, gehen wir dann in einen Kreis. Wir haben einen schönen 360er-Kreis, was können wir mal driften, mal wirklich eine Runde im Drift behalten. Auch dort sehr eine technische Angelegenheit, sensibilisieren. Es geht weiter mit einem Slalom, dynamisch, mit viel Abstand, um ein bisschen mit Lastwechsel zu arbeiten. Wir wollen das Driften mit Lastwechsel erfahren. Alles so Übungen, die man auch mal mitnehmen kann, wo man auch den Bremsgedanken mitbringen können, dass sie Sicherheit haben für im Strassenverkehr. Und jetzt ist zuerst etwas für die Augen. TCS und Sportec. Wir haben gemerkt, wir haben die gleiche Philosophie, wir haben die gleichen Emotionen. Der Marcel als unser Botschafter vom TCS, die Sportfahrtrainings, die wir zusammen gemacht haben, hat uns zusammenkommen lassen. Also jetzt musst du schauen, einfach, dass er nie über die Vorderachse schiebt. Kannst du mal ein Gasteisschen geben? Ja, warte. Jetzt gerade stellen. Ja, tipptopp. Und die Lenkung vielleicht ein bisschen früher gerade stellen. Ja, zu warten, bis er kommt. Ja, gut. Einlenken, Gas geben. Gas weg. Und wieder Gas. Wir spüren, dass wir alle mit dem Sport und dem TCS das Gleiche wollen und nutzen von uns Synergien. Das ist eine tolle Sache und wir können so viele Leute begeistern, können Sicherheit, aber auch Fahrspass bis zu Rennstrecken eigentlich alles abdecken mit sehr viel Know-how.
Ciao zusammen, gerade den Sporttag Winter Track Day gemacht in diesem fantastischen Wetter. Die Bedingungen waren absolut Hammer. Ein bisschen giftig, weil der neue Schnee vom Eis gelegen ist. Je mehr man gefahren ist, ist halt die glatte Fläche aufgekommen. Aber der Aufbau war eigentlich super. Super Training, super Coaching von Marcel Fessler. Und gegen das Ende des Tages, wo wir nach einer halben Stunde lang eigentlich auf dem Parkour gefahren sind, haben wir richtig die Skills ein bisschen verbessern. Speziell gut gefallen hat mir eigentlich das Donut-Driften dahinten. Es ist ein bisschen schade, dass wir das noch kurz machen konnten. Hätte noch Spass gehabt, um es noch ein bisschen länger zu machen, um wirklich das Gespür zu bekommen, vom Einlenken und vom Gas geben. Aber nachher der Parkour am Schluss, die halbe Stunde, hat es wirklich dann richtig ausgemacht und es hat absolut Spass gemacht. Also wirklich Fun unter sicheren Bedingungen, absolut top. Und nicht vergessen, wir haben noch Summer Track Days anmelden. Das, was man vorher gelernt hat, muss man während so einem Parkour absolvieren. Und das ist ein bisschen die Krönung vom Ganzen. Was aber am Schluss... Nein, die Krönung ist nicht vom Ganzen. Damn! Outtakes. Schnitt! Wo bin ich stehen geblieben? Aber der Aufbau war eigentlich super. Super Training, super Coaching von Marcel Fessler. Und gegen das Ende des Tages, wo wir nach einer halben Stunde lang eigentlich auf dem Parkour gefahren sind, haben wir richtig die Skills ein bisschen verbessern. Ja. Du bist ja sicher, dass wir nie mitfahren. Wir rolling. Ja, fahr über den Coin hin, tipptopp, super. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Achtung, wir müssen schnell warten. Achtung, wir haben den Pylon unten dran. Fahrst du ein bisschen Den habe ich gar nicht gesehen. Fahrst du ein bisschen retour. Dankeschön. Sorry.